Close your eyes. Close your eyes.
So, dann fange ich mal an. Also, schön, dass ihr alle hier seid. Wir sind ja auf St. Pauli, deshalb rede ich einfach im Du. Das ist also einfach so üblich hier unter uns, hier auf St. Pauli, dass wir einfach uns halt duzen. Und ich sag mal, bis wir hier waren, ist ein langer, langer Weg gewesen. Wirklich viele Planungen. Und es wurde immer hin und her überlegt und einiges verworfen. Und einige haben mitgemacht, andere sind abgesprungen, wieder andere dazugekommen. Also ich musste jetzt so vielen Leuten Danke sagen, dass ich sehr viel Zeit hier verbringen wollte. Das wollte ich jetzt niemandem zumuten. Das Einzige, den ich nochmal wirklich besonderen Dank, weil das wird immer nicht anerkannt, aber dass das London Pub die Toiletten zur Verfügung gestellt hat, da wollte ich auf jeden Fall nochmal besonders danken. Ansonsten ist es ja wirklich nicht genau der Tag. Wir wussten, als wir angefangen haben, war noch gar nicht bekannt, welcher Tag das eigentlich war. Der wirkliche Geburtstag, beziehungsweise der Namenstag ist es ja der Herbertstraße. Sie wurde ja vor 100 Jahren umbenannt. Vorher hieß sie Heinrichstraße und 1922 wurde sie dann in Herbertstraße umbenannt. Und wir wussten halt nicht genau das Datum. Jetzt wissen wir, dass es eben der 27. Juli ist. Also das kann man sich für die nächsten Jubiläen dann merken. Und das haben wir halt während der Phase dann rausbekommen und dann gab es ja verschiedene Gründe, dass wir jetzt erst an diesem Tag das feiern. Aber ich bin doch überwältigt, welchen Erfolg es jetzt gehabt hat. Wenn man sich sieht, wie voll die Herbertstraße ist, ist es wirklich schon sehr beeindruckend. Und insofern bin ich das auch mit den ganzen Künstlern, dass hier funktioniert hat. Das sind ja wirklich die unterschiedlichsten Bereiche. Im Sexy Aufstand, die La Boutique, dann der Hurenverband Best, das ist wirklich, die haben mich die ganze Zeit unterstützt, weil es ist eben dieses schwierige Thema Prostitution. Die Herbertstraße steht eben dafür. Das war, wenn man sich die Geschichte der Herbertstraße anguckt, dann sieht man auch diesen gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema Prostitution. Das ist zuerst ein bisschen weggeschaut, dann wurde es halt, dann kamen die Zeiten, wo sie gesagt haben, nee, es geht ja gar nicht, da haben sie eben gewisse Straßen eingeprägt, wo nur das stattfinden durfte und da war dann auch das Einkassieren. Das ist St. Pauli. Schnell für die Fotos. Entschuldigung. So, jetzt geht's los. Super. Ich glaube, das reicht. Super, vielen Dank. So, Kelly macht das jetzt hier weiter als professionelle Kuchenexpertin und jeder kann sich Close your eyes.